Was ist das? Das ist ein CAN-Bus-Adapter. Und was es mit sowas auf sich hat, dafür machen wir jetzt extra dieses Video, damit ich euch mal erzähle, warum man einen CAN-Bus-Adapter braucht. Der kostet ein paar Euro, aber erst dann wird dein Autoradio richtig funktionieren. Mehr dazu gleich nach der Intro. Angefangen bei einem normalen ISO-Adapter. Ja, lassen wir mal diesen CAN-Bus-Adapter mal weg aus der Sicht. Jetzt hätten wir hier einen Fahrzeugadapter, der auf die üblichen ISOs geht, wo ich mein neues Autoradio anstecken kann. So, sowas kann ich mir kaufen, wird aber mein Radio in der Regel nicht mehr funktionieren bei allen Fahrzeugen, die ab dem Baujahr, sagen wir mal ab 1995 sowas, ging CAN-Bus richtig los. Habe ich das so zusammengesteckt und das Radio ging halt einfach nicht an. Warum? Weil uns einige Signale jetzt fehlen an diesen Anschlüssen, solange ich keinen CAN-Bus-Adapter einbaue. Wie der genau funktioniert und was sich dahinter verbirgt, das zeige ich euch jetzt an der Tafel. Ich probiere jetzt euch mal zu zeichnen, was der Kfz-Stecker mit dem Fahrzeug so zu tun hat bis zum Autoradio. Wir haben, machen wir mal ein Lenkrad. Okay, das könnte jetzt auch ein Rad sein, ja, aber das ist Lenkrad. Wir haben hier einen Radioschacht. Und wir haben irgendwo eine Zündung oder ein Zündschloss, wo ich meinen Schlüssel reinstecke. So, früher sind hier aus meinem Radioschacht mal mindestens 3 Kabel rauskommen, die für die Stromversorgung zuständig war. Und zwar einmal Masse, dann haben wir einmal Dauerplus gehabt. Die zwei Sachen gibt es in der Regel bei jedem neuen Autoradioschacht genauso. Masse und Dauerplus sind immer vorhanden. So, und beim Zündungsplus, das ist ja dann das Signal, das meinem Autoradio sagt, jetzt habe ich den Zündschlüssel angedreht, jetzt geht die Zündung an. Zündung. So ist es. Die Zündung haben wir jetzt hier als drittes gehabt. Und das gibt es jetzt analog nicht mehr am Autoradio zu finden, sondern das Ganze nennt sich jetzt CAN-Bus-Kabel. Da sind nämlich noch mehrere Informationen drauf. Wenn ich hier mit einem Multimeter messe, dann habe ich zwischen dem Punkt und dem Punkt 12 Volt. Ja, das ist toll. Damit mein Autoradio angeht, brauche ich auf der Zündung auch 12 Volt. Also 2 mal 12 Volt. Einmal Dauerplus, damit die ganzen Sender gespeichert werden, alle Einstellungen, die ich am Autoradio gemacht habe. Und die Zündung sorgt dafür, anzugehen, das Autoradio anzuschalten, sobald ich im Auto drin sitze, die Zündung umdrehe. Und eben auch beim Zurück, dann meistens haben wir auch eine Komfortzündung. Das heißt, ich kann die Zündung eigentlich komplett ausmachen. Erst wenn ich den Schlüssel abziehe oder auf ganz Nullstellung gehe, geht das Autoradio aus und die Zündung ist dann sozusagen weg. Bei den alten Autos war es also so, dass dieses Zündungsplus eigentlich direkt aufs Zündschloss drauf ging und hier ganz manuell jetzt auch hier 12 Volt plus 12 Volt Zündung aufgespielt hat. So, heute findet das nicht mehr statt. Und jetzt erzähle ich euch, was der CAN-Bus im Fahrzeug macht. Wir haben nämlich jetzt ein Steuergerät irgendwo im Fahrzeug. Ein Steuergerät. So, nennen wir es mal so. Da werden alle Informationen reingetan, ob das jetzt Zündung an, Blinker an, geht da rein, Rückwärtsgang, machen wir einen Schalthebel, ja. Okay, Rückwärtsgang an, Information in das Steuergerät mit rein. Ich mache das vordere Licht an zum Beispiel, also meine Dinger, dann machen wir hier Licht. Information ins Steuergerät rein. Das heißt aber erstmal landet alles hier in dem Steuergerät drin. Und was jetzt passiert, dieses Steuergerät fasst diese Signale zusammen und legt die alle auf ein einziges Kabel, führt es durchs Auto durch verschiedene, zu verschiedenen Geräten, unter anderem auch das Autoradio. Ja, das nennt sich jetzt CAN. Und dieses Kabel führt jetzt viele andere Signale noch mit, ohne dass ich jetzt direkt hier irgendwo 12 Volt messen kann, weil das ist da nicht mehr dran. Das ist jetzt mit einem anderen Signal hinterlegt, sodass ich jetzt ein Gerät brauche, um auch diese 12 Volt, die ja praktisch hier aus meiner Zündung auch mit hier drauf sind, also das Signal für Zündung an, auslesen kann aus diesem Signal. Auslesen kann, drum heißt es ja auch CAN-Bus-Adapter.
Jetzt kommt unser CAN-Bus ins Spiel. Der nimmt nämlich jetzt einmal, also hier ist unser CAN-Bus-Adapter, der jetzt dieses Signal nimmt. Da fahren wir erstmal hier rein und der holt mir jetzt wieder analog 12 Volt hier raus und gibt die sozusagen mir wieder als Zündung. Und das ist jetzt meine Zündung, die ich gerade eben nicht mehr hatte, weil das ja gar nicht mehr hier am Radioschacht anliegt, sondern nur mein CAN-Bus-Signal. Das kann ein Kabel sein, das kann auch zwei Kabel sein, wie CAN High und CAN Low. Das braucht euch soweit gar nicht interessieren, wie der CAN-Bus aufgebaut ist, weil der CAN-Bus für euer Fahrzeug im Prinzip den richtigen Anschlussstecker schon mit dabei hat. Wir docken uns ja jetzt praktisch hier auf unseren Originalanschluss drauf. Da ist Dauerplus und Zündung drauf und der CAN-Bus. Dann kommt hier mein CAN-Bus ins Spiel, der ist jetzt bereits richtig verkabelt und gibt mir jetzt alle Signale wieder als ISO-Signal wieder aus in analoger Form für unsere ganzen Autoradios. Das Signal vom Licht oder vom Blinker kann den meisten jetzt, die ein Autoradio einbauen, relativ egal sein. Was aber dann doch noch sehr wichtig ist, wenn ich Tasten am Lenkrad habe mit laut und leise, plus, minus, vor, zurück und so weiter. Auch diese Signale sind jetzt alle schön im CAN-Bus drin. Und auch die würde mir ein CAN-Bus-Adapter, wenn ich einen entsprechenden CAN-Bus-Adapter kaufen würde, hier auslesen und meinem Autoradio wieder zur Verfügung stellen, damit auch meine Lenkradtasten alle wieder funktionieren. Also ihr seht schon, ein CAN-Bus-Adapter hat viele Funktionen und ist auch wirklich notwendig, damit ihr es leicht habt beim Autoradio anschließen. Sicherlich gibt es ein paar Bastler unter euch, die sagen, ja du, dann nehme ich halt einfach die Zündung von meiner Klimaanlage, da kann ich es noch messen. Wenn ich Zündung anhabe, dann ist da noch tatsächlich Zündung 12 Volt da. Dann wäre es aber die Zündung, die tatsächlich nur dann 12 Volt trägt, wenn also meine ganzen Instrumente und mein Fahrzeug noch im Betrieb ist, ohne dass ich die Radiostellung habe. Also wenn ich an der Schranke zum Beispiel stehe, mache einen Motor aus, Lampen gehen aus, Innenbeleuchtung geht aus oder halt mein Cockpit geht aus, aber mein Radio läuft noch. Das wäre nämlich in dem Fall auch aus und das ist auch eine Mordsucherei und vielleicht ist sich auch ein Laie manchmal nicht ganz sicher, welches Kabel er da nehmen muss. Also ein CAN-Bus-Adapter macht einem schon das Leben leicht und macht es auch richtig ordentlich und gut. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welchen CAN-Bus ihr benötigt, so viele gibt es gar nicht, aber trotzdem stehen wir euch natürlich jederzeit zur Verfügung. Fragt uns, ruft uns an auf der 08331 99 0300 oder schickt uns über unser Kommentarfeld auf unserem Webshop www.ars24.com einfach eine Nachricht und fragt danach. Wir werden euch alle Fragen beantworten und wir freuen uns natürlich immer über Daumen hoch und viele Kommentare von euch und wer es noch nicht hat, ein Abo von uns freuen wir natürlich auch immer. Danke fürs Zuschauen, euer Olli.